Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer-Tutorials, meine Lieben. Heute häkeln wir diese wunderschönen Körbchen, denn bald ist Ostern. Ich habe mich für einen geflochtenen Henkel entschieden, dadurch wird das Körbchen etwas stabiler. Du kannst es in der Größe variieren, wie du Lust und Laune hast, mit Eiern befüllen oder mit Süßigkeiten. Es ist auf jeden Fall eine schöne Dekoration für Groß und Klein. Wenn dir die Körbchen gefallen, würde ich mich über ein Like, ein Kommentar und ein Abo meines Handarbeit-Kanals freuen. Ich wünsche jetzt viel Spaß und los geht's. Gerne kannst du in den Kommentaren ein kleines Hasen-Emoji posten als Dankeschön, darüber würde ich mich freuen. Für dein Körbchen brauchst du nicht viel. Ich verwende heute das Baumwollgarn von Schachmeier Catania und zwar in diesem schönen Altrosa. Eine Häkelnadel, ich verwende die Clovernadel in der Stärke 2,5 und eine Nähnadel für die Endfäden zum Vernähen. Das Körbchen wird von unten nach oben gehäkelt, das heißt wir starten jetzt mit dem Boden. Wir starten mit einer Anfangsschlaufe und häkeln 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Die 3 Luftmaschen ersetzen unser erstes Stäbchen und jetzt folgen noch 11 weitere Stäbchen. Hast du deine 12 Stäbchen gehäkelt, Fadenring festziehen. In die dritte Masche einstechen und eine Kettmasche häkeln. Unsere erste Reihe ist jetzt fertig. Jetzt starten wir jede Runde mit 3 Luftmaschen. Jetzt verdoppeln wir hier jede Masche. Das heißt, ihr sticht hier in die erste Masche ein, häkelt ein Stäbchen, nochmal in dieselbe Masche, ein zweites Stäbchen. Und das macht ihr in alle 12 Maschen. Und hier in die letzte Masche kommt noch ein Stäbchen. Und jetzt wieder abzählen. 1, 2, 3. In die dritte Masche einstechen und eine Kettmasche häkeln. Fertig sind wir mit Runde 2. Jetzt geht es in die dritte Runde. Und jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche. Erste Masche. Zweite Masche wird verdoppelt. 2 Stäbchen in die zweite Masche. Das macht jetzt wieder die komplette Runde. Jetzt wird jede dritte Masche verdoppelt. Das heißt, ein Stäbchen, das zweite Stäbchen und in die dritte Masche 2 Stäbchen. Diese wird nämlich verdoppelt. 2 Stäbchen in eine Masche. Nochmal ein Stäbchen, zweites Stäbchen und dritte Masche wird verdoppelt. Das macht ihr wieder die komplette Runde bis zu unserem runden Anfang. Fertig sind wir jetzt schon mit dem Boden des Körbchens. Ihr könnt das natürlich wahlweise auch größer machen, da müsst ihr nur aufpassen, dass das dann noch stabil ist. Wenn ihr das jetzt mit einer Nadelstärke kleiner häkelt, also mit einer 2,0er, könnte das funktionieren, dass es noch größer macht. Da müsst ihr ein bisschen probieren. Also macht jetzt eine Luftmasche und jetzt häkeln wir in das hintere Maschenglied feste Maschen. In jede Masche, die jetzt folgt, eine feste Masche ins hintere Maschenglied. Wenn ihr das die komplette Runde gemacht habt, sehen wir uns wieder. So sieht das Ganze jetzt aus. Das wälzt sich jetzt ganz leicht, das ist aber kein Problem. Ihr könnt dann, wenn das Körbchen fertig ist, das so ein bisschen alles zurechtziehen. Und dann ist das wirklich auch schön gerade und steht schön. Jetzt geht's weiter. Jetzt starten wir mit dem Muster. Ihr häkelt jetzt in die nächste Masche eine Kettmasche. Na, so. Und jetzt geht es mit dem Muster los. Wir häkeln 3 Luftmaschen und in dieselbe Masche stecht ihr ein und häkelt noch 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Jetzt zählt ihr 3 Maschen ab. 1, 2, 3. In die dritte Masche häkelt ihr wieder
3 Stäbchen. Abzählen 1, 2, 3 und Stäbchen häkeln. Das macht ihr die komplette Runde. Und wenn ihr von am Reihen Anfang angekommen seid, sehen wir uns wieder. Ich bin wieder an meinen runden Enden angekommen, steche hier oben in die dritte Masche ein und mache eine Kettmasche. Fertig sind wir mit der ersten Reihe. Jetzt wieder 3 Luftmaschen. Und hier starten wir in der Lücke und unsere letzten 2 Stäbchen häkeln wir dann am Ende in dieselbe Lücke rein. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier zur ersten Lücke und dort häkelt ihr eure 3 Stäbchen. Achtet darauf, das nicht zu locker zu machen, also wirklich schön fest, damit das Körbchen am Ende auch schön Stabilität hat. Ich zeige euch aber am Ende noch einen Trick, was ihr nehmen könnt, um euer Körbchen zu stärken. Also, jetzt kommen in die Lücke immer die 3 Stäbchen. Das ist der ganze Zauber. Somit versetzen wir das Muster und ihr könnt das Körbchen so hoch machen, wie ihr möchtet. Einfach immer nur 3 Stäbchen in jede Lücke. So sieht das Ganze jetzt aus. Und so macht ihr das jetzt Reihe für Reihe einfach weiter, solange bis euer Körbchen eure gewünschte Höhe hat. Ich wollte euch hier nochmal das Reihenende zeigen. Ihr seht ja, hier kommt mein erstes Stäbchen aus der Lücke. Das heißt, hier müssen noch 2 Stäbchen gehäkelt werden. Und jetzt stichst du hier in die dritte Masche ein, in die dritte Luftmasche und machst eine Kettmasche. Und schon hast du hier deine vollständige Runde. 3 Luftmaschen in die nächste Runde. Jetzt ist mein Stäbchen wieder hier vorne. Also jetzt ist mein Stäbchen wieder hinter der Lücke. Das heißt, ich kann jetzt hier schön meine 3 Stäbchen reinhäkeln. Zack. Und jetzt geht es so weiter. Ich bin jetzt in Runde 3 von 7. Ich mache insgesamt 7 Runden. Und wenn ihr die 7 Runden gemacht habt, zeige ich euch noch den Abschluss und natürlich den Henkel. Ich bin jetzt fertig mit meinen 7 Runden und ihr seht schon, wie schön das aussieht. Jetzt mache ich meine Abschlusskante und hier mache ich ganz klassisch Krebsmaschen. Das heißt, ich mache den Faden etwas locker auf der Nadel und steche jetzt nach rechts in die nächste Masche, hole den Faden durch die Masche durch und mache eine feste Masche. Nochmal in die nächste Masche, Faden holen und abmaschen. Und so mache ich das jetzt die komplette Runde, schön fest. Da bekommt euer Rand auch noch mal ein bisschen Festigkeit oben. So, und hier ist jetzt unsere Abschlusskante. Das macht ihr die komplette Runde. Bis gleich. Hast du deine Runde fertig gehäkelt, jetzt noch den Endfaden innen drin verstecken. Habe ich einfach zwischen die Krebsmaschen versteckt. Und jetzt ziehe ich mir den nochmal so ein bisschen vom Boden her zurecht. Und der ist doch nicht so weich, wie ich mir den vorgestellt habe. Ich dachte, der wäre ein bisschen weicher mit einer Nadelstärke 2,5. Das gelbe Körbchen habe ich mit einer Nadelstärke 2,0 gehäkelt. Da wären die Maschen hier auch ein bisschen fester. Wäre auch eine Empfehlung. Und dann habt ihr hier nicht so eine leichte Wölbung, was aber eigentlich nicht so schlimm ist. Jetzt geht es aber an den Henkel. Der Henkel geht natürlich ganz einfach, wie immer alles bei mir. Also macht eine Anfangsschlaufe. Jetzt häkelt ihr 40 Luftmaschen. Hast du deine 40 Luftmaschen gehäkelt, häkle ich jetzt hier eine relativ lockere Luftmasche hier, damit ich hier sehe, dass hier die Mitte ist. Und jetzt häkelst du nochmal 40 Luftmaschen. Und 40. So, jetzt haben wir insgesamt 81 Luftmaschen. Natürlich hier mit unserer einen lockeren, die natürlich unsere Hälfte markiert. Warum? Das zeige ich euch dann gleich. Jetzt häkelst du in jede Masche eine feste Masche.
Das brauche ich euch nicht weiter zeigen, die komplette Reihe. Und wenn du auf der anderen Seite angekommen bist, deine Maschen gehäkelt hast, sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt die komplette Reihe entlang gehäkelt, bin jetzt hier meine letzten Masche. Jetzt lassen wir den Faden länger zum Annähen nachher, schneiden den ab, ziehen den durch die Masche durch. So, ziehen das Ganze fest. Das kann erstmal hier so hängen bleiben, das ist kein Problem. Ich habe natürlich auch über die Masche gehäkelt, hier, wo die lockere Luftmasche ist. Und hier gehen wir jetzt mit der Nadel rein. So. Machen wieder eine Anfangsschlaufe und jetzt kommt nämlich Trick 17. Damit wir hier nicht so viel Einzelteile haben. Wir haben jetzt genau die Mitte von unserem Band. Und da häkeln wir jetzt unsere Luftmaschenkette. 1, 2, 3. Und hier machen wir insgesamt wieder 40 Luftmaschen. Jetzt habe ich wieder meine 40 Luftmaschen gemacht. Und jetzt häkeln wir wieder feste Maschen zurück, nach oben zur Mitte hin. Und dann haben wir unsere 3 Teile für unseren Körbchenhenkel. Ich mache das jetzt wieder bis hier oben hin und dann sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt hier oben wieder an meiner letzten Masche angekommen und häkle jetzt meine letzte feste Masche in die Masche, wo wir begonnen haben. Und jetzt lassen wir den Faden wieder länger, den brauchen wir nämlich auch zum Annähen. Schneiden ihn ab, ziehen den Faden aus der Masche raus, legen den Anfangsfaden hier einfach nach oben. Und jetzt haben wir hier ja noch einen Faden, den muss ich erstmal vernähen. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich nur noch flechten. Ihr sucht euch jetzt die Seite eurer Wahl aus. Die hintere ist nicht ganz so schön, die obere ist schöner. Und dreht es mal so ein bisschen nach außen und dann legt ihr normal, wie beim Flechten, das Ganze schön immer übereinander. Ich mache das gleich nochmal ordentlich, ich will es euch nur zeigen. Und immer so ein bisschen nach außen drehen, damit die obere Seite immer schön außen liegt. Das macht ihr, bis ihr unten angekommen seid. Ich habe das Ganze jetzt geflochten und ihr seht, das sieht echt richtig schön aus. Von hinten finde ich es nicht ganz so schön, aber von oben finde ich die Optik auf jeden Fall besser. Ich habe jetzt meine Nadel durchgesteckt, damit mir das Ganze nicht aufgeht. Ich habe jetzt hier alle 3 Seiten übereinander gelegt und jetzt gehen wir mit der Nadel von oben nach unten. So, jetzt halten alle 3 Seiten und jetzt können wir das Ganze von innen an unser Körbchen nähen. Immer schön von innen nach außen durch die Einzelteile und die schön festnähen. So, eine Seite habe ich jetzt fest und dasselbe macht ihr jetzt natürlich, den Faden noch vernähen und verstecken. Nochmal mit der anderen Seite auch von innen. Und fertig ist euer Körbchen. Ich zeige euch jetzt noch, was ihr machen könnt, damit es ein bisschen stabiler wird. Also nehmt euch Füllmaterial. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen Füllwatte. Und polster jetzt das Körbchen richtig schön damit aus. Und jetzt nehme ich mir Sprühstärke, sprühe das Ganze ein. Stell das Ganze hin und lasst das Ganze einfach trocknen. Der Füllwatte passiert nichts, ihr könnt ja danach einfach wieder rausnehmen. Und lasst das Ganze so einfach trocknen, in der Form, wie ihr es haben möchtet. Wie ihr seht, habt ihr wirklich ein schönes, stabiles Körbchen. Und der Boden ist jetzt auch schön gerade. Eine Stärke könnt ihr euch einfach im Laden in der Drogerie kaufen oder ich habe es euch hier unten verlinkt, welche ich verwende in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und jetzt bis zur nächsten Folge Küma Tutorials.